Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringway. Wir spielen Firewatch weiter und wir wollen heute in Erfahrung bringen, was sich in der Höhle verbirgt. Was sich in der gottverdammten Höhle verbirgt. Wir hatten beim letzten Mal den Schlüssel gefunden, beziehungsweise, naja, es hatte vielmehr was davon, dass wir... Uns wurde der Schlüssel quasi gesehen auf einem Silbertablett präsentiert. Dementsprechend bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass das... Es ist überhaupt keine gute Idee, da die Höhle runterzugehen, weil das ist im Endeffekt das, was die wollen. Sonst hätten sie uns den Schlüssel doch gar nicht erst gegeben. Das ist ein Problem, offen gesagt. Und... Wouldn't sign. Wunderschön. Warum habe ich das jetzt erst gesehen? Ich weiß es nicht. Wirklich wunderschön. Ich hätte meinen Freund und Helfer irgendwie die ganze Zeit mit mir rumschleppen sollen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr nett gewesen. Gut, ja. Wie gesagt, die haben uns den Schlüssel überlassen. Im Endeffekt. Dementsprechend ist es eine verdammt unkluge Idee, da jetzt hinzugehen, wo sie uns im Endeffekt haben wollen. Im Endeffekt haben sie uns auch schon in der Hand. Also durch diese ganzen Aufnahmen und so. Das ist ein riesengroßes Problem, egal wie wir es drehen und wenden. Und ich sehe da jetzt noch nicht, wie die ganze Geschichte hier gut ausgehen soll. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen meine größte Befürchtung. Also, ich bezweifle zu diesem Zeitpunkt tatsächlich... You didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Ja, das kommt noch dazu, dass sie uns versuchen, gegenseitig auszuspielen. Und ich habe vollkommen vergessen, was ich davor sagen wollte. Deswegen lassen wir es einfach mal. Wir sind sowieso gleich bei der Höhle. Von daher passt das schon. Und... ja. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier unten erwartet. Ich glaube ja noch nicht dran. Genau, ich wollte sagen, ich glaube noch nicht dran, dass das Ganze hier gut ausgehen wird. Und das ist übel. So. Bitteschön. Drin sind wir. Geht das Ganze jetzt weit und tief? Oder ist hinter der nächsten Biegung What the hell? schon Schluss? Was war das? Hab ich was gehört? Was ist das hier? Ist das Normales? Jesus, this is a big cave. Find a way out of the cave. Long, steep drop. Okay, hier soll ich vorzugsweise vermutlich nicht lang. Das hätte ich mir fast denken können. Yes. Ah, Yes. hier könnte ich mich wieder rausarbeiten. Langsam und stetig. Und... ja. Na gut. Hoch raus geht's nicht wirklich. Aber hier könnte ich mich durcharbeiten. Oh, da wäre ich ein riesengroßer Fan von, echt. Dunkle, enge Schächte, durch die man kaum hindurchkommt. Bei denen quasi einem sofort die Luft zum Atmen wegbleibt. Ist herrlich. Genau sowas liebe ich. Seit ich auch diesen einen Horrorfilm gesehen habe. Mit der komischen Bande an Frauen, die so gerne Höhlen erforscht und die dann irgendwie in so einer Höhle dann plötzlich stecken bleibt und wo dann noch so komische Viecher vorkommen und seitdem habe ich solche Höhlen gefressen. Es ist ernsthaft so. Ach man, am besten, man sollte überhaupt keine Horrorfilme mehr gucken. Da kommt man nur auf die blödesten Ideen. Leider. Naja. Zumindest haben wir hier überall mal immer mal wieder Sonnenlicht. Das hilft.
Is anybody down there? Ein Schuh? Okay. Verwunderlich. Aber... Oh, wer weiß, was wir hier finden, ey. Irgendwie habe ich gar keine Lust, weiterzugehen. Es könnte auf vieles hinauslaufen. Entweder auf den geheimnisvollen Unbekannten, der uns in einem mörderischen Schlagabtausch jetzt einfach mal kaputt haut. Wir könnten auf die Leichen der beiden Mädchen treffen. Oder auf den komischen Vater und Sohn, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Oder, ja, irgendwie sowas in der Art. Und das ist alles nicht gerade sympathisch, wenn ich das mal so sagen dürfte. Das sind so unbequeme Dinge, die ich dann einfach mal so hier in den Mund nehme. Und wo es mir am liebsten wäre, wenn ich die Klappe gehalten hätte. Scheint ein sehr großer Höhlenkomplex jedenfalls zu sein. Und ganz offensichtlich brauchen wir hier wohl noch ein bisschen Zeit, bis wir hier durchkommen. Bringt es eigentlich irgendwas, zwischenzeitlich auf die Karte zu gucken? Ah, schau mal einer, guck. Da sind wir. Und wo kommen wir dann da raus? Weiß ich nicht. Vielleicht... Wir hatten uns noch nie den Teil östlich vom Two Forks Lookout angeguckt, oder? Nö. Da waren wir noch nie. Ob wir da noch hinkommen, ist die andere Frage, aber... Ne. Vielleicht führt uns die Höhle ja tatsächlich genau dorthin. Kommen wir wieder raus? Sieht so aus. Okay. Das mit dem Schuh wundert mich trotzdem sehr. Da ist jemand verschwunden gegangen hier in dieser Höhle. Aber wir haben nicht herausfinden können, wer. So. Wo bin ich hier? Ich bin... Achso, also, oh, wir sind da. Das ist bedingt gut, fürchte ich, weil... Tja. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Die Frage ist, kommen wir jetzt hier gescheit raus? Weil, wie gesagt, das sieht eigentlich nicht so danach aus. Obwohl... Was ist das hier? Hier war doch irgendjemand. Old Pillow. Was? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Okay. Naja. Der gute Brian hatte sich hier also ein kleines Versteck hingezaubert. Handmade Sign. Liegt irgendwas noch darunter? Note to Ranger. Okay, gucken wir uns gleich alles an. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah.
They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Ich muss auch gerade an diese Zeichnung denken, die wir ganz am Anfang in unserem Turm gefunden hatten. Das mit diesen... Ja, wo jemand quasi gesehen dieses Gebiet die Karte nachgezeichnet hat, aber das Ganze mehr so ins Mittelerde-Setting versetzt hat, mit den Orks und so. Oder mit dem See aus Säure oder was auch immer das war. Eventuell stammte die Zeichnung auch von Brian. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. So, aber was ist das jetzt alles hier? Hä? Ich dachte, ich kann was dazu sagen. Ah. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Yeah, between this and the map I found in my tower, old Brian created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Ein Pen-and-Paper-Freund. Kann ja wirklich nur sympathisch gewesen sein. Note to Ranger. Huh. Brian stole his dad's climbing gear. His anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Dear Ranger, hi, my name is Brian Goodwin. If you found this note, it should be with a bunch of climbing anchors, I hope. Could you do me a favor and please return them to me, Brian Goodwin, in the mail? My address is 55 Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska, blah. If you tell me your name and address, I will give you a reward for this. You are probably wondering why I left these here. Well, they are my dad's and I don't want him to lose them. But I don't want to do any more climbing on this trip, so I thought I should pretend to lose them. But if you help me get them back, everyone will be happy. Thank you for your time. Thank you, Ranger. Brian. P.S. The reward will be good. Okay. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Radio Goodwin with Brian and Ned. Sieht super aus. So, nehmen wir auch mal mit. Postkarte. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Dear Mr. Zeckler, I'm with my dad in Lander, Wyoming. It's pretty neat. Dad fished in a spot called Sinks Canyon. Most of Wyoming looks like home in Nebraska, but then there are mountains and woods when you go far. I'm sorry I can't mow your lawn this summer, but I hope you found a good person to do it instead. Can you write back and tell my dad when school starts? Because I don't think he knows. Your friend and neighbor, Brian Goodwin. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad.
Auch das nehmen wir mal mit. Oh, der hat seinen kleinen süßen Gameboy hier gelassen. Naja, sowas ähnliches, ne? Gut. Den würde ich als erstes einstecken eigentlich, aber dürfen wir leider nicht. Oh, ein kleiner Dinosaurier. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Science Homework? Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Ja, würde ich ja wohl sagen wollen, ne? Brian Goodwin, Baba, Talking Meteors. Talking Meteors. What if I told you that you could use meteors in our atmosphere to talk to people far away? You would probably think I was a liar, but you would be wrong. Meteors, the alien rocks that come to our planet from outer space, can be used to bounce ham radio waves off and let you use your radio much better than normal. Right now you're thinking, okay Brian, this sounds like a movie, like Flight of the Navigator. It's not real. But you are wrong. It is real. It is science. It is possible because of meteor scatter communications. My science fair project proves that meteor scatter communications is real. But what it is? MSC is a radio propagation mode that utilizes the ionized trails of meteors within our atmosphere. Meteors, upon the atmospheric entry, can create a dense path of ionized particles that the ham radio operator can use to establish brief communication paths between operators up to 1500 miles away. It's pretty cool. I'm going to test this by having a small chat with a friend my dad made in the army, who lives in Albuquerque, New Mexico, 1000 miles from my house. We're going to try to talk at a regular time, but my hypothesis is that that won't work, and we will have to wait for a meteor shower so we can establish a communication. Interessante Idee oder... keine Ahnung, bin mir nicht sicher. So, das von der Schule können wir jedenfalls auch mitnehmen. Mich hatte es ein bisschen irritiert. Explore deeper into the cave. Soll ich also wieder zurückgehen? Oder wie, oder was, oder wo? Das klang ja irgendwie für mich fast so. Comic Book. He'd hide out here to read comics. The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Go ahead, kill my family. It only makes me stronger. Das ist tatsächlich so ein Superheld, wo ich mir denke, interessante Superheldenfähigkeit, aber ob das jetzt so tatsächlich sein müsste, ich weiß ja nicht. Kann ich das komische Banner? Nee. Er hat davon... Wie viel hat er davon gemacht? Ein halbes Dutzend. Okay. Das ist... interessant. Ja, soll ich jetzt doch nochmal zurück in die Höhle gehen oder nicht? Dahin... Ja, es sieht fast so aus, weil hier runter will er nicht. Ich hätte jetzt auch fast gesagt, dahin, wo wir den Schuh gefunden hatten. Traut sich Henry, da jetzt runter zu klettern? Oder wie, oder was? Dann finden wir vielleicht tatsächlich raus, was mit Brian passiert ist. Schrägstrich mit seinem Vater. Aber ich komme doch da jetzt auch gar nicht mehr hoch, oder? Sieht irgendwie nicht unbedingt danach aus. Okay. Aber vielleicht ist hier irgendein anderer Eingang, den ich jetzt nicht kenne oder so. Entweder das oder ich habe einfach ganz großes Pech und
bin quasi gesehen eingesperrt. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Dudai, dudai, day. Das hier sieht nicht richtig aus. Nicht unbedingt so wie der Weg, den ich am liebsten gehen würde. Ja, nö. Nö. Ich kann ein bisschen hier auf den Steinen entlang gehen, aber ansonsten habe ich an der Stelle einfach mal Pech gehabt. Würde ich sagen. Ich bin schrecklich verwundert. Ich meine, es wird ja wohl einen Grund gehabt haben, warum ich dort hinten bis zu diesem Versteck gehen konnte, aber warum darf ich von hier aus nicht weitergehen? Oder hätte ich jetzt... Halt, Moment. Cracked Rock. Possibly used by climbers. Ich kann hier aber nicht hoch. Und ich kann hier auch nicht vorbei. Und ich kann hier vor allem nicht runter. Ich bin schrecklich verwirrt. Hätte ich hier noch... Ach, Moment. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Aha. Ach so. Ich habe jetzt... das hätte mir vermutlich schon auffallen sollen, als ich das eine Dings da gelesen habe, ja. Wir haben jetzt ja, wie nennt man das? Wie nennt man das? Ich weiß nicht. Wir haben jedenfalls so Dinger gefunden, die man jetzt, okay, hier eindeutig nicht anbringen kann, aber dann vermutlich bei dem Dings da anbringen kann, wo dieser eine Riss zu sehen war. Könnte dies unter Umständen der Wahrheit entsprechen? Und damit können wir dann so ein ganz klein bisschen... Ja. Aha. Und so auf die Art und Weise können wir klettern. Okay. Genial. Wunderschön. Hatten wir aber auch schon häufiger gesehen, oder? Diese komischen Risse. Glaube ich. What do you think is in there? There's gotta be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. God, are you sure you want to go back in there? No, I think I'm probably good. Bring on jail. You'd probably just get probation. I'd be the one stuffed away in the Lusk Women's Prison for the next 10 years. Ja, wo sie recht hat. Ich meine, wir haben nun wirklich nicht gesagt, dass wir alles abfackeln wollen. Von daher gibt das schon irgendwie Sinn. Ja, hat die Leila vielleicht in dem Moment einfach mal Pech gehabt. Passt schon. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Praktisch. Dodged a bullet there. Yeah, we've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Schwein gehabt. Gut. Also keine Frauenleichen. Wundervoll. Wo... Nee, ich gehe vollkommen richtig. Okay, alles klar. Alles super, alles toll. Oh, ich bin ein bisschen beruhigt. Okay, zumindest eine Sache können wir damit von der langen Liste der etwaigen schlimmen Dinge streichen. Ich hatte mir wirklich ein bisschen Sorgen um die beiden Damen gemacht. Es tut mir leid. Auch wenn die absolut unverschämt waren und trotzgörig und überhaupt und sowieso. Aber hätte nun wirklich nicht sein müssen, dass den beiden irgendetwas passiert ist. Also, aber na gut. Da spreche ich vielleicht auch nur für mich. Gut, also, nächstes Mal geht es weiter hier in der
lustigen kleinen Höhle, wo wir eventuell noch ganz viele tolle Dinge finden werden, die nicht minder spannend werden, so wie das, was wir jetzt heute alles rausgefunden haben. Okay. Für den Moment soll es das dann erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.